Hi everyone, Bob the Tomato here. Hallo Kinder, Bob Tomate hier. Ihr seht Chuck Wollmer, einen der Chefzeichner unserer Show. Er malt viele der hübschen Kulissen unserer Sendung. Heute zeigt er euch, wie man Minnesota Cuke malt. Heute malen wir Minnesota Cuke für unsere neue DVD. Dazu beginnen wir mit der Grundform von Larry, einem einfachen Oval. The general basic shape of Larry, the cucumber here. I tend to work fairly loose at the beginning. Ich fange sehr leicht an, um die Form zu finden. Später werden die Linien genauer. Ich arbeite gerne mit Hilfslinien. Eine hier und dann noch eine, wo später die Augen sitzen werden. A line that kind of roughly indicates where his eyes will fall, and then that helps me. So erleichtert man sich das Finden der Körperproportionen. Put it in the nose lightly. Hier kommt zuerst einmal die Nase hin. Again back to the eyes. His eyes are almost. Die Augen sind fast eiförmig. In a way. Make the one just a little higher than the other. Das eine sitzt vor dem anderen. So erhält man das comicartige Aussehen. More of a comical look. Put in his pupils. Die Pupillen sind kreisförmig rund. Als nächstes setzen wir ihm den Hut auf. Der Hut ist röhrenförmig. That will sit down on his head. So I'll draw kind of a semicircle around his head. Deswegen malen wir zuerst diesen Halbkreis und dann das Rohr darauf. So bekommt das Gemalte etwas mehr Tiefe. Jetzt malen wir die Hutkante. Sie verdeckt leicht die Augen, um Cuke heldenhafter wirken zu lassen. Bring this across again. It's kind of a curve to it. Dies ist die Kante, die am Hinterkopf entlang läuft. In diese grobe Zeichnung malen wir jetzt das Hutband. Womit wir beim Mund wären. Cuke ist ein fröhlicher Typ, weswegen er ein nettes Lächeln verpasst bekommt. Der Zahn ist ein einfaches Viereck. Jetzt bekommt Minnesota Cuke sein Hemd und seine Jacke. Als Hemdkragen malen wir hier in die Körpermitte dieses V. Dies ist der Hemdkragen. Hier ist er umgeklappt. Like so. Put a little bit of the collar. We're not going to draw all the collar. Die Striche für den Kragen verschwinden unter der Jacke. Also macht sie nur ganz kurz. Genau so. Bring it down again in front of his body. This would be the bottom. Still working pretty loose. Right now I'm just trying to find out. Ich male die Jacke sehr grob vor, um mich an ihre Form heranzutasten. Das ist die Unterseite der Jacke an Larrys unterem Körper. Wenn man so zeichnet, kann man die Dinge ganz einfach ausradieren und nochmal versuchen. Die Jacke hat auch einen Kragen. Er steht leicht ab. Das gleiche auf der anderen Seite. Umklappen. Die Jacke ist etwas weiter als Larrys Körper. Ich lasse sie ein wenig abstehen.
Diese Kante deutet an, dass die Jacke um den Körper herumläuft. Man kann das an dieser eiförmigen Hilfslinie erkennen. So entsteht der Eindruck, sie würde um Larry herumgehen. Jetzt malen wir in die Hemdmitte diese Öffnung. Bis hier herunter, wo Larry einen Gürtel trägt. Obwohl er natürlich keine Hose braucht. Die Gürtelschnalle ist ein Quadrat in einem Quadrat, so wie hier. Diesen kleinen Kreis dazu. Nach dieser Skizze kommt jetzt der lustige Teil. Ran an die Details. Zum Beispiel dieser Reißverschluss an der Jacke, hier an der Kante. That's sticking out, and then we're going to put the zipper in, which is just following the outside line here of the jacket. The base of his jacket. An den Jackensaum kommen diese Streifen. Stretchy material. Put that in on both sides. Just draw little lines like this. Zwei quadratische Taschen auf die Jacke. Hier unten. You can round the bottom of the square off at the bottom. That makes it look more pocket-like, I guess. Zurück zum Gesicht. In die Pupillen malen wir etwas Glanz in Form dieser kleinen Kreise. Danach werden die Außenlinien stärker nachgezogen. Die Augen, die Nase, der Mund und Larrys Körperform. Thicken that up. Beim Hemd fangt ihr die Linie mit diesem kleinen Bogen an. Just a little past his body and then bring it in like so. And again, that gives you the illusion that the shirt is wrapping. So entsteht der Eindruck, als würde Larry die Jacke wirklich tragen. Rather than just stopping at the side of his body. Again, we start out a little away from it and come in. It kind of feels like he's actually wearing the Der Tiefeneffekt wird damit verstärkt und das Hemd wirkt nicht bloß aufgemalt. Nun die Jacke. Das sitzt alles sehr gut. Ein paar Knöpfe auf das Hemd. Thicken up the inside line of his shirt. Now we need to add some. Auch der Hut kann noch etwas verstärkt werden. We'll go back to the band of his hat. Thicken that up a little bit. Top of his hat. We'll round off. Hier könnt ihr den Hut etwas ausgebeult aussehen lassen. A little bit more of a worn look, like he's had this for quite a while. It's nice and broken in. Put a little line here. It's kind of a flattened. Mit diesem flachen V bekommt der Hut sogar noch mehr Charakter. In this area has been crunched down a little bit. We'll finish the brim of his Jetzt hat. zur Hutkante. Bring that around, as though it's going around behind him to the front. Do the final line on Jetzt noch hier unten eine dicke Linie. the bottom of his body. Like so.
Then what we can do is just go back and Und wir können anfangen, die Hilfslinien go auszuradieren. back and just take out some of those construction lines that we put in at the very beginning to help us to build him. And that's all right. And once we do that in a few places, he looks pretty good. I think we're just about done. Wenn wir damit fertig sind, haben wir einen schönen Minnesota Cuke gemalt. Minnesota Cuke. If I went too fast or if Sollte euch das alles etwas zu schnell gegangen sein, feel free to go back and schaut euch die schwierigen Stellen gerne noch ein paar Mal an. take a look at it again and watch it as many times as you need. And Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.